In der Schule war mein Unterricht eigentlich immer in Konzepte gegliedert. Die hat man einmal verstehen müssen und dann war der Lernaufwand eigentlich relativ gering. Und was mich dann eigentlich wirklich im Studium erwartet, habe ich durch eine Freundin erfahren. Die hat ein Jahr vor mir maturiert und sich auch für das Chemiestudium in Graz entschieden. Und die hat mir dann berichtet von den naturwissenschaftlichen Grundlagen, die mich im ersten Semester erwarten und auch von den Hausübungen und den Laborübungen. Also Chemie ist ja in den meisten Köpfen eher was Schlechtes, aber Chemie umgibt uns und ist eigentlich für alles wichtig und relevant und kann man überall anwenden. Und man beschäftigt sich mit der Organik, Anorganik, Synthese, Analytik, aber auch physikalischer Chemie. Und oft ist es so, dass in den Labore ist nicht wirklich so eine Showchemie dabei mit Rauch oder Explosionen oder Farben, sondern oft ist man dabei, eben Messergebnisse auszuwerten und Messungen zu machen. Was aber was ganz Schönes ist, wenn man da eben lernt, das, was man vorliegend hat, eben zu interpretieren und man lernt eben verschiedene Lösungswege kennen. Und dafür geht man die LVs auch immer gute Wege mit. Wenn man die Grundlagen einmal verstanden hat, dann erkennt man, dass kein Bereich der Chemie ohne den anderen auskommt. Die sind alle sehr eng miteinander verknüpft. Zum Beispiel auch die Physik, die kommt immer wieder vor. So war ich auch immer sehr an der technologischen Anwendung meines chemischen Wissens interessiert. Wie funktionieren Batterien, wie funktionieren Solarzellen? Es kann aber genauso gut auch in die Richtung Biologie gehen, in die Richtung der DNA oder von Proteinen. Das war im ersten Semester. Da habe ich die Vorlesung Allgemeine Chemie besucht und ich habe da gefühlt nichts verstanden, weil ich vorher in der HTL nur 2 Jahre Chemie gehabt habe und dann auch 3 Jahre nicht mehr. Und die Konzepte, und das war mir alles komplett fremd und sehr irgendwie suspekt. Und dann war ich in der Übung dazu, wenige Tage später, und da ist genau das behandelt worden. Und auf einmal habe ich es verstanden. Und das war so ein Aha-Erlebnis. Und seitdem habe ich das immer auf komplexere Sachen anwenden können und das ist einfach echt schön gewesen. Dass es wenige Tage nach Studienbeginn bereits eine Prüfung gibt, die heißt Einführung in die Laboratoriumspraxis, und die muss man schaffen, damit man ins Labor im ersten Semester kommt, und man hat nur 2 Antritte, bis die Laboreinteilung ist. Das ist ganz wichtig, dass man sich da gut vorbereitet. Was noch wichtig ist, dass man immer, wenn man bei Prüfungen Fragen hat, einfach auf höhere Semestrige zugeht und fragt, was muss ich da machen oder wie geht es am besten an, und das ist ein ganz wichtiger Tipp. Das erste Semester und erste Jahr, weil es da sehr viel Mathematik gibt, und das ist, wenn man es nicht gewöhnt ist, ein bisschen kompliziert, vor allem weil das universitäre System anders ist als das schulische System. Und dann noch die Prüfung Stöchiometrie, die ist auch im ersten Semester, und da muss man eben sehr viel üben dafür. Aber sobald man das geschafft hat, dann läuft das Studium und das ist dann richtig cool. Nach dem ersten Jahr wird es immer besser. Da mich vor allem das Interdisziplinäre, das Probleme lösen und das vernetzende Denken interessiert, habe ich mich für das Masterstudium Advanced Material Science mit der Spezialisierung Semiconductor Processing und Nanotechnology entschieden.